Hey, Halloween steht bald vor der Tür und aber random. Hast du mal auf die Uhr geguckt und auf das Datum? Du dummer Idiot. Es ist 25 Grad Celsius, es ist Sommer und Halloween ist noch nicht mal in weniger als 2 Monaten. Ach, Klein Timmy, du bist auch wirklich dieser größte Partypooper. Kein Wunder, dass deine Klonen dich noch nicht mal leiden können. Anyways, lassen wir doch uns nicht etwa den Spaß versauen von Klein Timmy und reden wir dennoch über eine fantastische, kleine, silly Horror-Comedy-Show auf dem Sender Cartoon Network. Natürlich ist die Rede von Courage the Cowardly Dog oder auch, wie es hierzulande bekannt ist, Courage der feige Hund. Und da die Show ziemlich unbekannt ist hierzulande, möchte ich doch mal einen kleinen Spotlight auf die Show bringen. Denn ich denke wirklich, dass die Show ziemlich fantastisch ist und ziemlich überzeugen kann. Pur und pur. Wie immer, Disclaimer vorweg, hierbei handelt es nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Es sei auch gesagt, dass ich versuche, so spoilerfrei wie möglich zu sein, aber an manchen bestimmten Punkten, bestimmte Aspekte von manchen Prämisse wiedergeben will, da ich wirklich denke, dass man die beleuchten muss, um zu erklären, warum manche dieser so gut funktionieren oder warum manche dieser so kreativ einfach sind. Anyways, genug gesnackert, legen wir mal los mit dem Video und beginnen wir doch mal mit der Plot-Synopsis. Bei Courage handelt es sich um eine Show, die 1999 angefangen ist und noch bis Anfang der 2000er gelaufen ist. Die Show stammt von John R. Dilworth, ich hoffe, ich habe den Namen nicht geputzert mal wieder, wie ich immer einen Namen putze, der etwa eine Horror-Comedy gestaltet hat, wie fast keine andere. Zu dem Aspekt kommen wir später, doch nun, um was geht es in Courage genau? Bei Courage geht es um den titelgebenden Courage, der ein pinker, feiger Hund ist, der natürlich, ihr habt's richtig geraten, die abgefucktesten Dinge sieht. In diesem Place namens Nowhere, wo er und seine 2 Besitzer, Muriel als auch Useless, leben. Während Muriel eine sehr nette alte Dame ist Useless das genaue Gegenteil, der oft Courage schikaniert und seine Ängste mehr oder weniger als spaßige Unterhaltung sieht. Dabei kann man Courage nicht etwa wirklich blamen, dass er so ängstlich ist. Ich meine, wenn man sowas sieht... Oder auch, okay, ich höre lieber auf. Dann würde man auch sich hinterfragen, warum er in diesem Ort lebt und warum es nicht normale, nette Dinge geben kann. Anyways, wo kann ich nur mit der Show beginnen, als mit dem Genre? Wie erwähnt, hierbei handelt es sich um eine Horror-Comedy. Horror und Comedy sehen auf den ersten Blick so verschieden aus von den Genres. Wie kann man was so Gruseliges, aber auch so Witziges etwa machen? Dabei sind beide etwa ein sehr valides Subgenre für ihre jeweiligen Genres und nur die wenigsten meiner Meinung nach können etwa eine wirklich fantastische Horror-Comedy machen. Denn im Sinne muss man irgendwie es gut balancen, dass der Humor, aber auch der Horror auf einer sehr kleinen Art und Weise vermittelt wird. Es soll nicht etwas zu horrorlastig sein, weil sonst wäre es auch einfach nur ein Horrorfilm mit paar Jokes. Es soll aber auch nicht zu komödiantisch sein, denn dann wäre es einfach nur eine Comedy mit etwa einem Horrorfilter zum Beispiel. Und solche Filme wie Shaun of the Dead oder auch die Evil Dead Filme, besonders Teil 2 und Army of Darkness, zeigen so gut, wie man Horror und Comedy verheiraten kann. Selbes geht natürlich auch für Courage, auch wenn es auf einer sehr anderen Art und Weise Horror nutzt. Courage Horror ist lustigerweise mehr ein psychologischer Horror in manchen Aspekten. Natürlich kriegen wir ein paar sehr gruselige Monsters, wie man auch bei den Clips sehen kann, oder auch absurde Wesen, aber oft zieht sich der Horror eher mehr von normalen Sachen oder auch Gefühlslagen. Dabei, und ich komme jetzt etwa zu einer Sache, die ein wenig spoilery sein kann, ist einer meiner absoluten Lieblingsepisoden darüber, dass Courage mehr oder weniger sich ansieht, dass er viel zu unperfekt ist. Perfektion ist immer so ein Thema für sich. Dabei hat Courage mehr oder weniger diese Lehrerin, die ihn mehr oder weniger schikaniert, um perfekter zu sein. Die Moral der Story ist am Ende natürlich, dass niemand perfekt ist. Das Gruselige ist aber, dass diese Lehrerin mehr oder weniger impliziert wird, einfach nur eine Imagination, sprich einfach nur ein Gedankensgespin von Courage zu sein. So ein Horror balanced Courage einfach nur wie eine Wucht. Und auch mit anderen Episoden nehmen wir manche ernstere Themen auf. Und das auf einer sehr subtilen Art und Weise. Dabei ist Courage aber nicht nur etwa eine Show, die mehr oder weniger unseren titelgebenden Charakter immer runterwirft, immer schikaniert, immer mehr oder weniger leiden lässt, immer mit Angst erfüllenden Gefühlen zurücklässt. Nein, Courage weiß genau, dass die Leute bzw. das Publikum sowas nicht sehen will. Courage als Charakter ist ziemlich charmant,
ziemlich gutherzig, manchmal naiv, aber einer dieser Charaktere, für die man einfach rooten will. Und da ist es immer wundervoll zu sehen, ein paar dieser mehr wholesome, ein paar dieser herzerwärmenden Momente. Courage lebt davon, dass es sowohl herzerwärmende, sowohl witzige, aber auch sowohl gruselige Momente in dieser Show alle vereint werden. Und all diese werden mehr oder weniger auf Courage zugegeben, der zwar ein Charakter ist, der natürlich Töne von sich gibt und auch manchmal ein paar Dialoge hat, aber nicht wirklich etwa so redet wie ein Scooby-Doo oder auch andere anthropomorphe Characters in Cartoons. Das gibt ihnen eine bestimmte Art und Weise, die vor allem mit der fantastischen Body Language in diesen Expressive Animations rübergebracht werden. Ein gutes Beispiel für einen dieser wholesome Momente ist zum Beispiel die Backstory, wie Courage seinen Namen gekriegt hat und wie er von Muriel gefunden worden ist, als kleiner Puppy, ganz alleine. Und das ist einfach nur so herzerwärmend, aber auch irgendwie bitter süß. Die Show lebt davon, ein Gemix von Gefühlen zu sein. Sie vermittelt sowohl ein Gemix von Gefühlen, als auch bringt uns ein Gemix von Gefühlen. Sogar in manchen derselben Szenen. Das ist natürlich auch super schön untermauert von den fantastischen Animationen. Ich könnte so viel schwärmen über Courage Design. Meiner Meinung nach ist es eines dieser perfekten, ikonischen Cartoons-Designs. Man kennt mal natürlich diese Phrase, wenn man nur die Silhouette sieht, dann weiß man genau, das ist der Charakter und dann ist das ein gutes Character-Design. Ich würde behaupten, das geht für fast die meisten Characters, sei es nun Side-Characters, One-Off-Characters oder auch Characters, die mehrfach in Courage auftreten. All diese sind nicht nur fantastisch designt worden, haben einen fantastischen eigenen Charakter für sich. Nein, all diese werden so gut untermauert mit den expressive, wirklich fantastischen Animationen. Sei es nun Courage selbst, der so viele ikonische Momente hat, wo er schreit oder auch sich ängstlich zeigt oder auch etwa versucht, etwa zu sagen, es ist da Gefahr oder da ist Gefahr. Oder auch andere Characters, sei es nun zum Beispiel der sehr berühmte und infamous Freaky Red, der eine sehr gruselige Aura um sich hat, der durch diese expressive Animation umso gruseliger wirkt. Doch kommen wir mal zurück zum Aspekt, dass es sich hierbei um eine Horror-Comedy handelt. Wie schon erwähnt, Horror-Comedies sind so ein Thema für sich selber. Bei Courage kriegen wir eine große Anzahl, große Auswahl an verschiedenen Comedy-Arten. Sei es nun Random Humor, sei es nun satirischer Humor, sei es nun Dialoghumor oder sei es auch nur schwarzen oder auch Visual Humor. Davon haben wir etwa eine große Auswahl. Und auch wenn nicht jeder von diesen für mich schündet, weil das ist ziemlich schwer, meiner Meinung nach. Und in der Regel, glaube ich, haben das nur wenige Filme geschafft, eine ganze Serie, geschweige denn eher weniger. Muss ich zugeben, dass viele mich mit einem Grinsen, mit einem Lächeln oder mit sogar ein kleines Giggling zurückgelassen haben. Von daher, der Humor stimmt auch natürlich bei Courage. Mein Favorit sind dabei die Visual Gags, sei es nun wie Courage seine Augen mehr oder weniger in eine Suppe aus Versehen reinlässt oder. Sehr viele kreative, absurde Momente. Und absurd ist auch ein gutes Stichpunkt. Denn wenn es um die Monsters geht, nimmt man eine gewisse Absurdität und übertreibt das. Freaky Red ist ein gutes Beispiel. Man sehe mal sich diesen Mann an und man fühlt man sich schon ein wenig seltsam. Wie er spricht, ist auch seltsam. Wie er aber so eine Obsession hat damit, mehr oder weniger Courage seine Haare wegzukriegen und zu rasieren, macht das umso gruseliger. Dieses Portrayal ist wirklich gut und hat etwa so eine Absurdität, die ich in manchen neueren Cartoons vermisse. Wenn ihr meine Cartoon-Reviews mehr oder weniger verfolgt oder schon lange schaut oder ein paar gesehen habt, dann wisst ihr, wie sehr ich es liebe, wenn Cartoons cartoony sich anfühlen. Nicht jeder Cartoon muss sich cartoony anfühlen, aber ich lieb's, wenn das der Fall ist. Und bei Courage ist es einfach nur der Fall. Dank den superb Animationen. Zu guter Letzt reden wir doch mal, wie es bei Courage in der Zukunft aussah, nachdem die Serie 3 Staffeln lang mit 52 Episoden lief. Und das ist ein definitiv kürzerer Episoden-Count, statt etwa von einer Serie, die ich bald genau unter die Lupe nehme, mit allen Episoden. Von daher, schreibt auch gerne in die Kommentare, falls ich mal alle die Episoden mehr oder weniger einen genaueren Look in einem ganz großen Video geben soll. Das würde mich wirklich interessieren. Und ich hatte an sich wirklich Bock darauf. Anyway, back on track. Es gab von Courage zum einen ein paar Kurzfilme, die in 3D animiert worden sind und auch John R. Dilworth, also der originale Creator, involviert war. Und auch wenn das charmant ist und ein interessantes Experiment ist für so eine Prequel-Serie, die man damit pitzen wollte, muss es zugeben, sind die 3D-Animationen auch nicht so die dollsten. Versteht mich nicht falsch, sie sind nicht schlecht, aber diese Art von Animation merkt man wirklich, dass es etwa nicht zu Courage passt. Ich würde behaupten, Courage funktioniert am besten im 2D-Genre. Vielleicht im 3D-Genre mit jedem Style, wo es wie 2D wirkt, à la Spider-Verse,
und das wäre wirklich interessant, sich mal anzusehen. Aber ich glaube, bei einem TV-Budget wird man das leider nie schaffen. Genauso gab es etwa in den 2020er einen Scooby-Doo und Courage the Cowardly Dog Crossover-Film. Und funktioniert der? Meh. Paar nette Momente. Es ist schön, Courage mal wiederzusehen. Nach so einer langen Zeit. Und natürlich auch wieder im 2D-Medium. Useless ist ein Rapper hier und ein Scammer, was ziemlich in Character ist, also Daumen hoch dafür. Und zum letzten Mal Murids originale Voice Actor zu hören, ist wirklich bittersüß. Als solches ist es mehr ein Scooby-Doo-Film, der manche Visuals und Settings und Character Designs von Courage hat, aber nicht wirklich so sich anfühlt wie Courage. Kein schlechter Film, aber definitiv mehr ein mäßiger Film. Ein solider kleiner Flick, den ich aber nur Courage-Fans wirklich empfehlen kann. Oder sogar nur Scooby-Doo-Fans. Also wenn ihr die beiden Marken mögt, gebt es doch einfach mal ein Watch. Anyway, was ist eure Meinung zu Courage the Cowardly Dog? Findet ihr, dass mein Rebel-Link Sinn gemacht hat? Oder war es wieder mal ein wenig sinnlos? Und habt ihr Courage the Cowardly Dog gesehen? Oder kennt ihr das schon? Lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Aber ich verabschiede mich. Wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!